Was gibt es Besseres als einen leckeren, cremigen Nudelauflauf zusammen mit einer goldgelben Käsekruste, herzhaften Schinkenwürfeln und einer leckeren Sahnesoße. Und genau das wollen wir heute selber machen. Dieser Nudelauflauf ist richtig schnell gemacht, richtig einfach gemacht. Und damit erstmal hallo zusammen. Ich bin Jannik vom Foodblog Tasty-Bits und ich zeige euch heute mein Rezept für einen richtig einfachen und schnellen Nudelauflauf. Und für unseren Nudelauflauf beginne ich mit einem großen Topf mit kochendem Wasser, denn wir müssen jetzt zunächst mal unsere Pasta kochen. Bei den Nudeln hast du übrigens die Qual der Wahl. Du kannst da gerne, so wie ich sie gemacht habe, diese Korkenzieher-Nudeln nehmen oder alternativ, aber je nachdem, was du da hast, auch gerne Fusilli, Spirelli oder auch Penne, das passt auch wunderbar. Ich würde den Nudelauflauf nicht unbedingt mit Bandnudeln oder mit Spaghetti machen, das ist dann eher eine Frittata. Das Rezept mache ich auch mal für euch, aber wie gesagt, mein Favorit sind auf jeden Fall die Korkenzieher-Nudeln. Auch wenn du vom Vorabend noch Pastareste haben solltest, kannst du diese auch ganz wunderbar in diesem Nudelauflauf verwerten. Wenn das Wasser dann kocht, dann gibst du eine gute Menge Salz in das Kochwasser und kannst deine Pasta daran kochen. Achte in jedem Fall auf die Kochzeit, die auf der Packung deiner Pasta angegeben ist. In der Regel sind das so zwischen 8 und 12 Minuten. Ich würde dir allerdings empfehlen, die Pasta nicht zu weich zu kochen, denn sie wird ja später im Ofen noch gegart und dabei gart sie auch so ein bisschen nach. Also lieber 1 bis 2 Minuten weniger kochen. Außerdem kannst du auch schon mal deinen Backofen auf 200 Grad Celsius Umluft vorheizen. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Soße für unseren Nudelauflauf. Dazu habe ich hier zunächst mal eine weiße Zwiebel, die ich einfach fein hacke. Dazu kommt natürlich eine Knoblauchzehe. Wenn du magst, kannst du die gerne mit dazugeben. Wenn du kein Knoblauch-Fan bist, dann lass sie einfach weg. Außerdem habe ich hier noch 150 Gramm Kochschinken, den ich schon mal fein gewürfelt habe. Und jetzt werden wir diese ganzen Zutaten in einer Pfanne mit etwas Pflanzenöl anbraten. Also die Zwiebeln, den Knoblauch und den Kochschinken. Achte dabei darauf, dass das Ganze nicht zu dunkel wird, sondern nur so ein bisschen glasig angedünstet ist, denn wir wollen hier keine großartigen Röstaromen haben, sondern es geht einfach nur darum, die Zwiebel so ein bisschen weicher zu schmoren, damit sie im Auflauf später nicht roh ist. Und wenn das geschehen ist, dann schnappst du dir eine große Schüssel und vermengst darin ein Ei zusammen mit 300 Milliliter Sahne. Und jetzt noch ein Tipp für alle Diätbewussten oder Figurbewussten: Wenn du eine etwas leichtere Version dieses Nudelauflaufs machen möchtest, dann kannst du auch einfach 100 Milliliter Sahne nehmen und 200 Milliliter Milch. Dann ist das Ganze so ein bisschen kalorienreduzierter, ein bisschen leichter, nicht ganz so fett. Ja, passt auch wunderbar, kann ich auch empfehlen, mache ich auch häufig so für mich. Außerdem gebe ich noch eine Handvoll geriebenen Käse mit dazu, also von dem Käse, den wir später auch zum Überbacken benutzen. Gewürzt wird alles mit einer guten Prise Salz, mit einer guten Prise Pfeffer und außerdem darf ein bisschen frisch gemahlene Muskatnuss nicht fehlen. Das gibt so einen extra Taste für diese Sahnesoße. Das ist jetzt die Basis für die Soße unseres Nudelauflaufs. Diese wird jetzt einmal gut vermengt. Das kannst du mit einem Schneebesen machen oder mit einer Gabel machen. Achte darauf, dass sich alle Zutaten gut vermengen. Wenn du magst, kannst du an die Soße auch gerne noch einen halben Teelöffel Dijon-Senf geben oder einen anderen scharfen Senf geben. Denn der Käse und der Senf, das ist so eine richtig schöne Kombination. Das musst du unbedingt mal ausprobieren. Schmeckt auch nicht nach Senf, sondern ergänzt sich einfach wunderbar und harmoniert ganz toll. Und dann kannst du auch schon die Zwiebeln, den Knoblauch und den Schinken mit dazugeben. Und in der Zwischenzeit sollte auch deine Pasta fertig gekocht sein. Ich gieße hier jetzt einfach durch ein Sieb und nehme die heiße Pasta und vermenge sie noch so heiß wie möglich mit dieser leckeren Soße. Das sorgt nämlich dafür, dass die Soße sich um die Pasta legen kann und das Ganze richtig schön cremig und lecker wird. Jetzt holst du dir eine Auflaufform und gibst ein bisschen Butter oder ein bisschen Pflanzenöl dazu und fettest das Ganze ein. Das geht beispielsweise mit so einem Küchenpapier und dann geben wir diese Pastamischung in unsere Auflaufform. Jetzt bestreust du deinen Nudelauflauf noch mit geriebenem Käse. Du kannst hier gerne Emmentaler nehmen oder Gouda oder Mozzarella oder einen Pizzakäse oder auch einen Gratinkäse. Wenn du es ein bisschen kräftiger magst, dann nimm gerne einen gereiften Bergkäse. Das passt ebenfalls ganz wunderbar zu diesem Nudelauflauf. Ich habe das hier aber nicht gemacht, sondern einen ganz einfachen Gratinkäse genommen. Und jetzt kann dein Nudelauflauf auch in den Ofen bei 200 Grad 20 Minuten. Dann kann diese Kruste sich schön entwickeln, der Käse kann überbacken. Das Ganze wird goldbraun und knusprig und richtig, richtig lecker. So sieht das Ganze jetzt aus. Du kannst jetzt gerne einfach ein kleines Stück davon abnehmen, mit ein bisschen Petersilie bestreuen und direkt genießen. Das Rezept lässt sich wunderbar vorbereiten. Du kannst den problemlos wieder aufwärmen in der Mikrowelle oder im Backofen mit Alufolie. Auch einfrieren lässt sich der Nudelauflauf wunderbar. Also ein tolles Gericht, wenn sich mal wieder spontan Gäste ankündigen, wenn die Family Hunger hat oder wenn du einfach für dich ein bisschen Meal Prep machen möchtest und ein bisschen was fürs Büro beispielsweise vorbereiten möchtest. Da kann ich dir dieses Rezept auf jeden Fall ans Herz legen. Apropos Rezepte, neue Videos gibt es hier jeden Samstag für dich. Ich würde mich daher riesig freuen, wenn du diesem Video einen schnellen Daumen nach oben gibst und vielleicht den Kanal von Tasty-Bits hier auf YouTube gleich abonnierst. Dann verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Vorschläge für dich. Vielleicht ist ja was Spannendes mit dabei. Ich freue mich auf dich im nächsten Video und sage tschüss, bis bald.